Yo, Fozzy is back in the house. It's me, Mario. Hi, willkommen erneut zu einer neuen Folge von Mastering Academy on Air mit eurem bärtigen Fozzy. Ich hoffe, es geht euch gut. In dieser Session wollen wir ein bisschen über Rock-Drums sprechen und Drums generell, wie man die so ein bisschen aufhübschen kann. Genau, sprechen werde ich wohl eher weniger, sondern ein bisschen zeigen, wie man was machen kann, um sie ein bisschen fetter zu kriegen, wie wir immer so schön sagen, und gleichzeitig dabei, dass sie knackig bleiben. Genau, fangen wir mal mit so einem leichten Intro an. Dadurch, dass Drums in der Regel die meisten Transienten mitbringen und die höchste Amplitude in einem Song haben. In den meisten Fällen, je nachdem in welchem Genre wir sind. Es gibt auch Genres, wo die Drums relativ leise sind. Müssen wir uns immer überlegen, was haben wir oben an der Decke, was kommt oben an bei 0 dB Full Scale und was haben wir für eine mittlere Lautheit. Ein Indikator dafür ist Peak to Short Term Ratio. Da gehe ich jetzt nicht sehr detailliert drauf ein, sondern genau, das könnt ihr dann in unserem Mixing-Kurs lernen. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr reinkommt, auch in unserem Mastering-Kurs. Hier geht es eher darum, so ein bisschen was zu zeigen, nicht zu viel zu quatschen und Spaß zu haben. So, dann würde ich sagen, bevor wir zu sehr abdriften, wollen wir mal kurz gucken, dass wir das, was wir brauchen, auch erstmal finden. So, dazu springe ich mal ganz schnell in Nuendo. So, wir hören uns gleich mal an, wie sich das alles anhört. Das Wichtigste überhaupt ist, dass wir diese wunderschönen Drums mikrofoniert und aufgenommen bekommen haben von einem unserer großartigen Studenten, nämlich dem Magnus Lervik. An dieser Stelle, Magnus, ich hab dich lieb. Or better say I love you. Der hat abgeliefert bei uns im Mixing. Er hat das so grandios gemacht. Sein Mix war sehr, sehr weit, sehr, sehr fortgeschritten. Das hat man einfach daran gemerkt, dass er wahrscheinlich auch gar nicht die Devise vertreten hat, we fixed it in a mix oder we fixed it in a mastering, sondern ich werde schon beim Mikrofonieren und bei der Aufnahme richtig auf den Punkt bringen. Überdies ist bei der Mikrofonierung ein wesentlicher Punkt, dass die Drums auf die Tonart getuned sind, sonst klingen sie immer irgendwie daneben und falsch. So, dann würde ich sagen, lasst uns mal reinhören, was er uns Schönes mitgebracht hat. Ich spiele mal einen Ausschnitt ab. Ich hoffe, ihr habt Ton. So, mal ein bisschen was spielen, dann gucken wir mal hier von vorne an. So, let's go. So, klingt doch schon sehr, sehr amtlich. Moin Steffen. So, wir werden auch hier noch eine Rubrik einbringen, wo ihr mit Wünschen kommen könnt. Von wegen, was wollt ihr, dass wir bearbeiten, was sollen wir euch zeigen. Q&As werde ich auch machen. Nächste Woche wird zum Beispiel eine Q&A stattfinden, für die Lust haben. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde Fozzy ausfragen. Der wird dann hier euch Rede und Antwort stehen. So, also, was können wir als erstes sehen? Gib mir eine Waveform und ich sage dir, ob das Ding tight ist. Sagt unser CEO immer, der Friedemann Tischmeier. Und wenn man sich das hier anschaut, dann sieht man, dass da tatsächlich noch Peaks sind, die sehr, sehr, ja, ich sag mal,
unnötig sind. Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck. Wir nennen sie dumme Peaks und das ist zum Beispiel dieser hier. Das sind hier Anteile, insbesondere wenn die Snare klatscht. Und die müssen wir in den Griff bekommen, weil die Peaks nämlich am Ende des Tages ja terminieren, wo wir hier an der Decke sind. In dem Fall auf True Peak eingestellt, bei SPPM eben ganz normal die 0 dB Full Scale. So, dann wollen wir uns das mal anschauen und wie adressieren wir sowas? Wie ist das Mindset? Was wollen wir als erstes machen? Wir wollen uns um die Peaks kümmern. Wir schauen mal überhaupt, wo wir überhaupt so hinkommen, spitzenpegelmäßig. Ich strebe eine PSR, das ist so ein bisschen Erfahrungswert, eine PSR von circa 12 an, ja, was die Dynamic Range am Ende des Tages darstellt. Aber ja, das ist das, was wir Crest-Faktor nennen, erklären wir wie gesagt auch im Mixing sehr, sehr ausführlich und das ist wichtig im Verlauf, um unseren Mix dann auch dahin zu bringen, wo er hin soll und wir dann eben keine Probleme haben, eben durch die Grenze von oberhalb, also 0 dB Full Scale in unserer DAW, in unserer Digital Audio Workstation und das, was wir an Lautheit brauchen in Relation dazu. So, dann wollen wir mal loslegen. Also ich sagte, wir probieren mal einen Clipper aus und das Szenario kennt ihr auch so genau. Mal ganz kurz hier, also wie gesagt, unser wunderschönes DR-Meter von der Firma Mart, was ja einfach absolut genial ist und unser Matrix AB, was nicht von uns ist, sondern eben von Adapter und wir sind da sehr stolz drauf, dass wir das benutzen. Plugin Alliance hier an der Stelle, schaut an euch. Sehr, sehr geiles Plugin. Lautheit, wisst ihr, je lauter, desto besser, deswegen immer Lautheitsgleich abhören, ist mir immer ganz wichtig und sollte euch auch ganz wichtig sein, wenn ihr mit Audio zu tun habt, Mixing, Mastering, Produktion, um zu beurteilen, was dann wirklich besser ist. Verschlimmen verbessert oder wirklich verbessert. So, lasst uns mal rein ziehen, was hier passiert und gleichzeitig auch mal so ein bisschen auf den Analyzer gucken. Ja, ich spiele mal ab und dann schauen wir mal hier auf unseren Pinguin, wo wir dann gleichzeitig auch unser DR-Meter haben. Let's go! So, kommen wir mal wieder zurück zu Nuendo. Ja, wie wir sehen, schiebt sich das Frequenzband relativ weit nach oben in den Bereich von 100 Hertz. Da sitzt die Kick circa ein bisschen weiter unten vom Fundament her, sagen wir 80, 85, 90 Hertz. Wir sind hier in D, der Song ist in D-Moll. Und genau, da könnte man jetzt gucken, welche Frequenz hat D und so weiter. Ich weiß es zufällig, ich brauche eine Oktave tiefer mindestens und das sind dann etwa 37 Hertz. Da komme ich aber nochmal zu, um das so ein bisschen einfach dicker zu machen und dann am Ende des Tages auch deutlich hörbarer und fühlbarer zu machen. Erste Amtshandlung ist in dem Zusammenhang, wollen wir unsere Uhr auch mal stellen, halbe Stunde. So, und los geht's, wäre Clipping. So, jetzt rede ich weniger. Und wir gehen mal los und gucken mal, was der Phase hier so treibt. Das mache ich erstmal aus. Und wir haben gesagt -3 etwa. So, dann wollen wir mal gucken, was passiert. So.
So, da haben wir was weggeknabbert, wie wir immer so schön sagen, oder truncated, abgeschnitten. Und dann gucken wir mal, wo wir uns dann, das habe ich gesucht hier, sorry, war ein langer Tag heute, wo wir uns dann überhaupt befinden. Wo sind wir hier überhaupt? Wir haben gesagt, Peak to Short-Term Ratio von ca. von 12. Ja? Wollen wir mal gucken, wo sind wir überhaupt? Ja, so stelle ich mir das vor. Pegelmäßig, also wenn wir uns den Spitzenpegel angucken, beziehungsweise die True Peaks angucken, haben wir in dem Fall uns, wenn wir das measuren hier, ich kann auch auf SPPM gehen, aber wir lassen das jetzt erstmal, True Peaks sind jetzt hier nicht wichtig, haben wir uns 2 dB Headroom erkauft, ja, und zwar zur Decke hin. Und trotzdem, also die Peak-to-Average Ratio ändert sich. Wir haben nichts an Lautheit verloren, ganz im Gegenteil, wir haben eben noch die Möglichkeit, bis zur Decke noch mehr Lautheit zu erzeugen, dadurch, dass wir eben wieder dB nach oben anheben können. So, erste Amtshandlung. Zweite Amtshandlung, lasst uns mal gucken, was wir EQ-technisch machen können. Die klingen mir noch nicht so, wie ich sie haben möchte. Dann nehme ich mir da mal wieder so einen schönen Santa Cruz und dann gucke ich mal, was ich da so machen kann.
Ja, das ist doch genau, wie ich mir das vorstelle. Genau. Eine andere Geschichte ist Santa Cruz zum Bu, das ist einfach der kleine Bruder. Der hat auch keine Mitzeitfunktion. Das ist der Unterschied, lieber Steffen. Ne, ich benutze den sehr, sehr gerne. Brot- und Butter-EQ der Santa Cruz, wenn ich halt schnell irgendwie eine große Session habe und so weiter und so fort. Deswegen benutze ich den Santa Cruz in diesem Fall, genau. Aber vom Sound her ist es genau gleich. Architekturen sind auch genau gleich. Das Einzige, was der hier nicht kann, ist halt Midzeit. Das ist es eben, ne? Und das kann im Mastering ganz wichtig sein. Mixing genauso, aber genau, wir machen jetzt hier mal Mixing und gucken mal ein bisschen. Also wie gesagt, wir klippen ein bisschen, achten darauf, dass wir die richtige Peak-to-Short-Term-Ratio haben. Das ist einfach so ein Gefühl am Ende. Das, wie gesagt, wir erklären es im großen Kurs. Kommt gerne dazu. Dann EQen wir ein bisschen. Ihr hört, da war so ein Ringing auch. Das ist auch raus, was man beim B gehört hat, bei Matrix AB. Da gehe ich aber eben gleich nochmal drauf ein. Und ich habe einen Sub-Harmonic Enhancer benutzt, den A-Bass, und ihn getuned auf 37 Hertz. Das heißt auf ein D. Und ich brauche halt einfach ein bisschen mehr Fundament. Wir gehen mal nochmal ganz kurz vorher, nachher auf den Analyzer. Gucken wir, was da passiert. Wir mischen, übrigens das dazu, wir mischen und mastern niemals mit Analyzer. Ja, aber wenn wir etwas hören, wenn wir was zufügen, das sagt immer unser Boss, da hat er vollkommen recht, so habe ich mir das auch dann eben erlernt von ihm, von ihm. Heute war echt ein langer Tag, sorry, von ihm läuft er wieder. Von ihm habe ich mir das erlernt. Genau, hat der Boss uns eben auch beigebracht, der Friede, dass wenn wir etwas hören, wollen wir dann auch kontrollieren, ob wir das Richtige hören. Dafür benutzen wir wahrlich einen Analyzer. Und so, jetzt gehen wir mal ganz kurz rauf und dann gucken wir uns mal an, wie wir uns frequenzmäßig verhalten. Wie gesagt, wir wollten es ein bisschen aufbiefen, unten rum. Ich hatte auch gemerkt, dass die Snare, das sieht man da im Prinzip auch hier noch, dass die Snare ein bisschen von der Amplitude höher ist und insbesondere im Bottom als die Kick. Da muss man immer so ein bisschen, da kriegt man irgendwann ein Gefühl für, ne? Wo die sein müssen von der Amplitude her, von der Energie, vom Energiegehalt. Und genau, wir gucken mal einmal vorher, nachher mit Gundes Sambo. Gundes, wir lieben dich. Falls du das hier hörst, komm endlich wieder mit deiner Show. Die Vorher-Nachher-Show mit Gundes Sambo oder besser gesagt mit dem bärtigen Farsi. So, ich würde sagen, Ziel erreicht. Wollen wir uns mal einen Shot machen? Das ist immer ein bisschen schwierig. Ihr seht nicht, wie ich die Plugins aneinander schalte. Das ist immer fies. So, wir machen es einfach mal. Ja? Erstmal ohne. So, mal gucken hier. Snapshot 1, Snapshot 2, Snapshot 1, Snapshot 2. Lass mich mal einmal ganz kurz reingucken, bitte. So. Nochmal. So, Snapshot 4. Guckt euch das mal an. Kommt doch schon wieder Energie dazu. Ist doch genau, wie wir uns das vorstellen. Gleichzeitig füllen wir hier auch ein bisschen auf. Ist genau richtig so. So, dass wir uns das mal angeschaut haben ganz kurz. Dann gehen wir nochmal wieder zu den Drums und überlegen uns unser Mindset. Also das haben wir jetzt alles gemacht. Ich brauche einfach auch nochmal ein bisschen leisere Anteile lauter. Und da benutze ich zwei Techniken, meistens auch zusammen. Ich dupliziere mir eigentlich letzten Endes diese Spur,
Das ist jetzt, damit es einfach anschaulicher ist. Normalerweise nehme ich einen Effektkanal dafür, aber machen wir das einfach mal. Wir duplizieren uns diese Spur und dann nehmen wir sie Drum Stem PC für Parallel Compression und jetzt zerpflücken wir die Drums. Nehmen uns dafür mal eine 1176. Ach genau, unsere UAD-Plugins funktionieren im Moment nicht. Deswegen werden wir wohl auf Waves übergehen, was ja auch nicht schlimm ist. Gewusst wie? Spart Energie. Let's go. So, haben die einen komischen Analog-Button. Den mache ich erstmal schon mal aus. Ja, genau, sieht gut aus. Ich entscheide mich tatsächlich für ein Blackie in dem Fall. Der ist ein bisschen wärmer klingt als der Bluey. Der ist sehr aggressiv, gerade in den Hochmitten. Wir haben schon aggressive Parts hier drin, Overheads, Snare und so weiter. Lass uns mal gucken, was wir damit machen können. So, wie man sowas einstellt etc., wie gesagt, ich gehe da nicht zu sehr drauf ein. Wir wollen aber trotzdem auch ein bisschen was erzählen, sonst wird es auch irgendwann langweilig, wenn man hier irgendwelche Bilder sieht und so einen bärtigen Typen. Also, nur mal erstmal fernab davon, ja, hier bei dem Kompressor, bei diesem FET-Style-Kompressor von Universal Audio, ursprünglich entworfen sozusagen, ist das mit der Attack und der Release genau andersherum. Das bedeutet, 7 ist schnell und 1 ist langsam. Genauso wie 7 hier schnell ist und 1 langsam bei der Release. Ich wähle den sogenannten All Buttons In. Das ist einfach ein Phänomen, wo man zufällig drauf gekommen ist, wie so oft Serendipity-Prinzip. Oh, ich bin gestolpert, genial, habe Penicillin erfunden, Dankeschön für nichts. Genau. Ich stelle mir die Attacks so meistens so hier in der Nummer 3 ein. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass das ein sehr, sehr cooler Trick ist, der sich Dr. Pepper nennt. Ein sogenanntes Dr. Pepper Setting. Was das bedeutet für die Attack, da würden wir auch gezielt darauf eingehen im Mixing-Kurs sozusagen. Die Release, je kürzer die Release ist, gerade bei Kompression, da merkt man halt, hi, mein guter Mann, Gergely ist auch da, hi, mein guter Mann, genau. Je kürzer die Release, desto mehr verzerren dynamische Tools. Aber sowas von. Ihr habt es gehört, als ich die Release eben auf 7 hatte, da war es verzerrt bis zum geht nicht mehr. Und dann fahre ich die Release langsam, mache sie immer langsamer, bis ich einen Sweet Spot finde, wo ich denke, okay, jetzt klingt das auf jeden Fall geil. Attack bleibt, ihr merkt, wie dieser Raumanteil so derbe explodiert, ja. Ich bin viel zu leise, mach mal ein Mastering für deine Stimme. Du bist der Hammer, ja, auf jeden Fall. Soll ich lauter reden? Ich versuche jetzt immer leiser zu werden. Normalerweise schreie ich immer durchs Mic. Aber genau, also ich hoffe, es funktioniert alles. Normalerweise sollte der Ton hier gut ankommen. Das heißt aber immer nichts bei uns. Manchmal ist es so, dass es dann irgendwie doch nicht so gut ankommt. Ja, ich gebe mir mal Mühe. José Gracias. Hören Sie mal rein. Genau, und diese kaputt komprimierten Drums, die fahre ich jetzt parallel dazu. Das mache ich mit einem Cheatcode, indem ich die einfach kopiere, mehr oder minder, und jetzt parallel dazu fahre. Ich mache mal so auf minus 30 dB und dann hören wir mal ohne und mit. Gucken wir mal, wo wir sind. Und los. So, danke Gergely. Ich hoffe, ich gebe mir Mühe sozusagen. So, jetzt will ich mal ein bisschen lauter reden, ein bisschen energetischer. Ich bin hier fast eingepennt. Endlich kommen hier Leute rein.
Ich habe mich doch tatsächlich dann in diesem Fall für den sogenannten Bluey entschieden, weil ich finde, das passt irgendwie mehr. Dadurch, dass ich hier auch in den Drums schon mit dem EQ hier oben ein bisschen abgesenkt habe im Harshness-Bereich und auch das, was ich hier oben nicht benötige, sozusagen, merke ich immer mehr. Könnt ihr euch jetzt auch Oversampling stellen, ne? Bei Nyquist wird das hier unsauber. Genau. Ist es so, dass der Bluey da eine bessere Figur macht. Das klingt eigentlich besser. So, gucken wir mal, wo wir überhaupt gelandet sind, soundmäßig. Erstmal matchen wir das Ganze. Alter Schwede, ich bin da. Überhaupt keine Harshness, gar nichts. Das klingt unfassbar. Für alle, die das nicht kennen, dieses Plugin, B ist die Rohversion und A ist, die habe ich nämlich hier reingeladen, und A sind wir, ist der Mix, das, was aus der DAW rauskommt. Das ist roh, das sind wir. Nochmal kurz sozusagen, um das zu klären. Und ihr merkt, ich muss hier gar nichts am Pegel ändern, außer dass ich 0,5 dB dazu fahren muss, letzten Endes. Und wir klingen deutlich mächtiger als die Drums vorher. Die waren so spitz und piekig sozusagen. Das heißt, kriegt man später im Mastering ganz, ganz große Probleme, und auch beim Summieren kriegt man große Probleme, wenn es eben so harsh ist und auf der anderen Seite eben unten im Low-End-Bereich deutlich zu wenig an Fundament. So, gucken wir uns mal an, wo wir uns hier Peak-to-Short-Term-Ratio mäßig befinden. Let's go! Klingt unfassbar. Also, was macht MV2? Low-Level Compression, Upward Compression und Downward Compression. Ganz, ganz wenig. Bisschen den Pegel runtergezogen, dass das alles so ein bisschen passt. Ganz, ganz liebe Grüße hier. Vielen Dank, Koschka. Thank you, Grüße zurück. So, und dann wollen wir halt einfach noch mal ein bisschen gucken, was können wir hier sonst noch so Schönes machen. Wofür ich den Sonox Limiter liebe, ist für die sogenannte Enhance-Funktion. So, das ist wahrscheinlich hier einfach Oxford. Habe ich mir fast gedacht. Und da, so, gucken wir uns das mal hier an. Stellen wir den mal ein. Threshold, das lasse ich jetzt erstmal alles hier so. Kein Safe Mode, keine Autogain. Wir wollen sehen, was hier passiert. Nein, kein Dithering. So, machen wir mal das relativ kurz. Fahren wir mal einen leichten Soften hier rein, damit der graduiert in die Kompression bzw. ins Limiting fährt. Dann wollen wir mal ein bisschen gucken, was wir hier so Schönes machen können.
So, wollen wir mal ganz kurz gucken, was die Hundepfeife macht. Das ist so 13 Kilohertz, 14 Kilohertz. Tonys Hundepfeife. Let's go. Gergely fragt, wie hast du jetzt zum Beispiel gewusst bei der Hundepfeife, welche Frequenzen rausgehören? Übung? Ja, Gergely, tatsächlich. Es ist so, dass wir bestimmte Areale haben. Weißt du, du warst ja jetzt mit mir schon im Mixing Elevator. Danke, Gergely, dafür. Und genau, wir wissen halt in den Arealen, dann machen wir uns immer eine Eselsbrücke, Hundepfeife oder irgendwie, keine Ahnung, eine Cousine von irgendjemandem. Ich will jetzt hier niemanden dissen live. Genau, die Leute, die mich kennen, die wissen, was ich meine. Oder, ja, es klingt hohl oder die Toilette ist am Start und so. Oder Gollum ist da, so im 1 Kilohertz, 2 Kilohertz Bereich. Und da muss man eben gucken, dass man dann die richtigen Frequenzen dann entsprechend des Signals rauszieht. Den Bereich, wenn man den Bereich schon detektiert hat, wenn man den kennt, wenn man so weiß, wo in welchem Bereich das ist es dann nur noch wirklich mit Hören. Das ist ganz wichtig. Wir arbeiten auch wirklich mit Hören. Also ihr sollt primär hören und alles andere macht doch irgendwie keinen Sinn. So, dann wollen wir uns mal ganz kurz angucken, wo sind wir hier überhaupt. Einmal nochmal vergleichen, A, B. Länger nicht mehr reingehört. Kann sein, dass wir uns dann eben auch vermischt haben. Gucken wir mal, wo wir sind. So.
So, meine hervorragenden Menschen, die ich über alles liebe. Einmal ganz kurz, schaut mal, das war die Peak-Struktur. Meine Uhr klopft. Guck mal, wir sind auch schon zu Ende. Wow, Alter, Timing ist auf jeden Fall gut. Faset muss mal ein bisschen mehr aus dem Quark kommen, habe ich das Gefühl. Alles andere passt doch, alles wunderbar. Mastering Academy on Air Session, die 4. Gerade beendet, aber guck doch mal hier ganz kurz, hier zum Finalen, zum Abschluss. Das ist der Clipper, den ich als erstes eingesetzt habe, wo ich diese dummen Peaks hatte. Und achtet mal auf die Peak-Strukturen beider Anteile. Wir haben genau das erreicht, was wir wollten. Es klingt fetter, es klingt breiter, es klingt nicht harsh, es klingt punchy nach wie vor. Das, was wir erreichen wollten, haben wir erreicht. Es klingt unfassbar. Und achtet auf die Peak-Struktur. Peak to Short-Term Ratio, was nichts anderes bedeutet als dass die Lautheit hier in Short-Term LUFS gemessen wird, das heißt in einem Abstand, also in einem Zeitrahmen von 3 Sekunden. So, guckt mal bitte. Einmal nochmal abspielen. Keine verrückten Peaks mehr, keine dummen Peaks mehr, sie sind weg. Klingt fantastisch. Die Peaks, die wir jetzt haben, sind wirklich die Transienten, die wir benötigen. Und ich will euch das demonstrieren. So, der kommt mal raus hier. Dass ihr nicht sagt, oh ja, das ist doch alles Quatsch, was der Fasi da sagt. Hört mal kurz rein nochmal. Hier haben wir angefangen. Loudness matchen. Ja, kann ich nur sagen, Wort zum Sonntag. Abgeliefert, so wie wir das wollen. Wollen wir mal in eine andere Section reinhören, ganz kurz noch zum Schluss. Und dann verabschiedet sich der Fasi und sagt vielen Dank. Habt ihr eine Ideen, was wir sonst noch machen können? Ideen. Fasi hier total fertig mit der Welt, ne? Dann schreibt es in die Kommentare. Unten YouTube, Facebook, ballert es voll bis zum geht nicht mehr. Und erzählt es euren Freunden, euren Cousinen, euren Daddys, Mummies und euren kleinen Kindern. Spielt keine Rolle, die sollen hier reinkommen. Ja, wir achten immer darauf, dass die Sprache auch die richtige ist. Mastering Academy on Air. Nochmal hier am Ende hören. Boom! Jaga. So wollen wir das haben. Ist auch immer so ein Spruch, den wir sagen. Keine Ahnung, wo ich den her habe. Ich glaube von Blind Fury, dem blinden Rapper. So, Mastering Academy on Air Session 4. Nächste Woche, wie gesagt, Q&A. Ich freue mich drauf. Dann beantworte ich ein paar Fragen und dann können wir mal so ein bisschen interaktiv was machen. Vielleicht habt ihr Ideen, haut sie raus. Alles in die Kommentare schreiben und liked uns, kommt in unsere Kurse, feiert es, verteilt es. Ich bin raus.